Wounded and tired, Ciri collapsed in a swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, and sent her on her way to Novigrad. Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Theaterfreund oder Kabarettfreund, Kabarettfreund, was auch immer. Jedenfalls haben wir Rittersporn dabei geholfen, sein Kabarett hier auf die Beine zu stellen. Wir haben gerade den Plakatmaler, da steht da, Henry Rautleck, dazu gebracht, die Plakate fertig, beziehungsweise uns zu verraten, wo die Plakate sind, damit wir die abholen können. Und dann müsste bei Rittersporn eigentlich soweit alles bereit sein. Dass er sein Kabarett eröffnen kann, sein Kabarett, wie auch immer. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht geht es euch auch so. Bei mir ist so, Kabarett assoziiere ich halt mit diesem, mit politischer Satire. Und Kabarett ist halt für mich dieses Singen und Tanz, Veranstaltungsdingsbums. Ja, gut gemacht, Plötze im letzten Moment hier noch abbiegen. Ja, ist okay, Plötze, ne? Wir machen es ganz langsam hier. Dann kommst du auch nicht auf den falschen Weg. Oder vielleicht auch doch. Ja, ich meine, was ist denn hier mit diesem Busch? Das ist irgendwie besser als jede Verkehrsleitplanke. Das Busch. Also ich will doch hier nur... Alter, irgendwie... So, wir machen das jetzt ganz in Ruhe. Ich bin jetzt fest entschlossen, da auf dieser Seite lang zu reiten. So. Nein, Plötze, nein. Was ist denn los? Ist der Weg hier irgendwie gesperrt? Kann mir das gerade jemand erklären? So, wir reiten jetzt mal hier ganz dicht an diesem Zaun entlang. Ja, das mit dem Drehen ist auch eine Katastrophe immer noch. So, hier links. Man kann da echt nicht lang, ne? Hier, ihr seht's. Okay, gut. Kann man die Strecke da generell nicht lang? Hä? Leute, was... hä? Also, um das mal kurz auf der Weltkarte zu zeigen. Hier, beim Wegweiser Weizenfelder, da wollen wir einfach nur hier diesen Weg. Ne? In die andere Richtung können wir den locker lang reiten. Aber in die Richtung geht es gerade irgendwie nicht. Da scheint hier was mit der Rennstrecke verbuggt zu sein. So, dann reiten wir hier so ein bisschen übers Feld. An dieser Kreuzung vorbei. Kamera, danke. Ja, sehr schön. Vollkommen komisch. Als wenn da noch das für ein Rennen irgendwie abgesperrt wäre oder sowas. Nein, rechts bitte. Na, da wollte plötzlich schon wieder heimlich nach links abbiegen. Ja, das war gerade ein bisschen merkwürdig. Und ihr habt ja auch gesehen, ne, da bei dem anderen Abzweig waren ja auch irgendwie so Fackeln aufgestellt, quer über den Weg. Was so aussah, als wenn es da tatsächlich abgesperrt worden wäre. Bisschen strange. Aber ist okay. Wir kommen dann klar. So, hier sind wieder bei die 7 Katzen, genau. Frage ich mich direkt, wie das Ding im Original heißt. Ob das dann die 7 Pussies sind oder weiß ich nicht. Oder 7 Cats. Ja, also kein Rumgammeln, ne? Keine Rumlungerei. Ja, wir reiten hier so schnell wir können. Aus dem Weg! Pöbel! Macht Platz! Quatsch. So. Ja, so viel zum Thema Wegfindung. Das ist so gut. Ja, also mit der Pferdewegfindung, das ist echt in dem Spiel noch ein bisschen hier und da eine Katastrophe. Ach
Ach, die bauen hier ein Boot, ne? Im Dock. Ja. Also Leute, so baut man kein Boot, ne? Ein Boot wird nicht im, wie heißt denn das, Feuchtdock, Nassdock gebaut. Jedenfalls nicht im Wasser, ne? Das baut man an Land. Keine Ahnung. So, wir reiten ja so gemütlich durch die Gegend, genießen diesen wunderbaren Tag. Inzwischen ist es gleich wieder nachmittags. Aus dem Weg. Hässliche Tempelwache. So, und hier sind wir auch schon. Priscilla hat es inzwischen wieder nach drinnen verschlagen. Draußen lungern die ganzen... Die Kurtisanen machen hier Werbung. Wir haben eine Band. Sehr schön. Werden wir mal mit dieser Bardin reden. Ja, bei euch alles gut, Mädels? Ja. Nein, heute nicht. Wir sind ja geschäftlich hier. Das ist Priscilla. Aha, die ersten künstlerischen Differenzen da. Ja, das Ganze tatsächlich wie ein Theater eingerichtet. Keine Ahnung, ob Rittersporn das gefällt. Wir fragen ihn einfach. Well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. Priscilla picked them. Well, I must admit, you have great taste. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the Chamäleon. Das Chamäleon? Was? Wer? Haben wir das Ding umbenannt? What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Perhaps she'll have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Okay, gut. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chamäleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. Ja, sehr, sehr cool, das Chamäleon. Also, mir gefällt's. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Ja, Rittersporn und Priscilla tatsächlich sehr ähnlich gekleidet. Don't mention it. Und die Eule ist immer noch da. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Natürlich, auf jeden Fall. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? Oh, er ist sich unsicher. Ja, dass du fett bist und stinkst, das ist cool. Ja, ich weiß nicht mehr, aber warum fragst du? Er ist schon eingebildet genug eigentlich, ne? Ach, wir bleiben hier mal bei der Wahrheit. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Ugh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy?
Who do you think I am? Rittersporn. She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time, you know. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Das sagt ausgerechnet Rittersporn. Dandelion! Priscilla! She's Das war so klar. What? Speak, man. badly hurt. Been attacked. Then they took her to Valmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. Of course, let's go. Oha, sie... okay. Priscilla. Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding No. inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Um ihre Stimme zu ruinieren oder was? So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Boah, das ist ja... Ne, gerade war alles gut und dann wieder sowas. Ey, das Spiel ist manchmal echt voll kacke. Blödes Spiel. Ne, das haben die Leute bei CD Projekt Red echt gut gemacht, finde ich, ne? Ja, sowas fehlt mir voll häufig in Spielen irgendwie. Selbst in sehr guten Spielen wie Mass Effect fehlt sowas ziemlich häufig. Ich wiederhole mich. Ich mache einfach mit dem Dialog hier weiter. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morning star, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. Ich mag den Arzt. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Ja, natürlich. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks.
Hoffentlich ist es Hierarch Himmelfahrt. You lead. Dann haben wir eine Ausrede. Und er lässt uns vorgehen. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter the sewers, alas, to no avail. So I took matters into my own hands. At no charge. You damned idealists, ruining the market for us. Ja, er schlägt hier unten also ertrunken, ne? Ja. Finde ich gut. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Excellent fool! Aber noch nicht so weit weg, Junge. Nachher passiert ja noch was. Stufe 16. Oha. Ist hier nichts. Da ist er. Da war er. Und ein Schiff nach Skellige. Wieso sind wir denn hier in der komplett falschen Quest gerade? Sind wir gerade in gar keiner Quest? Möglicherweise. So, eigentlich wollte ich mich ja hier noch kurz umschauen. Hier gibt es aber gar nichts, okay. Oh, doch, natürlich. Nicht, dass ich dieses wertvolle alte Schaffell hier übersehe oder so. Ich suche ja immer noch Bärenfett. Ja, um die Ecke lauert schon der nächste, wie es aussieht. Ein Wasserball. Und da hinten ist schon der nächste Ertrunkene. Na herrlich. Wasseressenz, so, cool. Da werden wir wohl doch mal... Schießt er schon auf den? Würde mich nicht stören, muss ich sagen. Da werden wir aber unser Ölchen nochmal auffrischen müssen. Und wir haben das falsche Schwert die ganze Zeit hier. Na herrlich. Ach, wir haben mit dem stumpfen Schwert gekämpft? Hä? Ist ja geil. Ich dachte, Rittersporn hätte damit gekämpft und deswegen haben wir so wenig Schaden genommen. Aber er scheint einfach nur so... Und dann haben wir ihn damit einmal getroffen und er heult so rum. Wirklich? Mann. Rittersporn kann so eine Pussy sein. Kommen die her oder kommen die nicht her? Ich glaube, die kommen nicht her. Autsch, 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 überhaupt nicht gut. Where to now? Up? Yes, it's not far now. Priscilla. How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobritz. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Na toll. Ja, ich hoffe, sie bekommt ihre Stimme irgendwie wieder. Ansonsten echt Katastrophe, ne? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Na, als wir irgendwas für Dijkstra erledigt haben.
Ich mag die Kanalisation nicht wirklich, muss ich sagen. Ich bin lieber draußen. An der frischen Luft, in der freien Natur. Ja, ich bin ein Take the Baumkuschler. ladder. Na gut. Ach, ich hätte sagen, Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. okay. Ein zwergischer Holzschnitzer, also, aber wenn es halt so ein Typ ist, der es öfter macht, dann scheint es wenigstens nicht direkt eine Rache gewesen zu sein, irgendwie. Okay, hier sollen wir scheinbar nicht lang. Ah, vielleicht aber doch. But of course. Yes? What is it? Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. Nee, das wollte ich gar I nicht. trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Ja, Torso natürlich. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Mhm. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Wer weiß. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Aha. Ja, dann öffne ihm doch mal den Bauch, gucken, ob da noch mehr sind. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Okay, interessant. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Mhm. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. Good We so. surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. Ach komm schon, so schlecht war der nicht. His genitals. We ought to inspect those.
I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt. Like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Ach ja, das. Ja. See this? Incision made into the voice box. Indeed. So thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Na toll. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Na, großartig. Also irgendein Arzt war da wahrscheinlich am Werk, ne? Formaldehyd, feiner Einschnitt, Tracheotomie und das Salamanderei. All right, think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. Ich auch nicht. What the motive might have been. Ritualmord. Wahrscheinlich am ehesten, ne? It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Oha. You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Also der Gerichtsmediziner hat dem anderen die Grundlagen der Medizin beigebracht. Ja, der eine sieht aber älter aus als der andere. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Na schade, ich hätte mich da unten gerne noch ein bisschen umgesehen. I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you.
Hochwürden Nathaniel. Mhm. Ja, interessante Frage. Nathaniel, who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Ja, ich mag ihn auf jeden Fall nicht. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Okay. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Süß. Washed your hair lately? Gut. Ja, wir haben also hier ein bisschen was zu tun. Questtexte zum Beispiel. Ja, fleischliche Sünden. Diese Geschichte zu erzählen, werte Leser, wird mir schwerfallen. Düster ist sie und ernst, und sie birgt die größte Sorge, die mein Herz je gekannt hat. Alles begann am Eröffnungstag meines Kabaretts. Das Etablissement war auf Hochglanz gebracht worden, und es fehlte nur noch Priscilla, deren Auftritt den Höhepunkt des glanzvollen Abends darstellen würde. Doch als die Türen des Chamäleons sich öffneten, war nicht sie es, die eintrat, sondern ein Bote des Wilmerius-Hospitals. Ernst und bleich informierte er uns darüber, dass Priscilla angegriffen und schwer verwundet worden war und gegenwärtig mit dem Tod rang. Ernst und bleich, naja, eher aufgeregt und durch die Gegend rufend. Priscilla, Priscilla. Ist egal. Wie hieß denn die Quest, die wir hier vorher erledigt haben? Da hätte ich ja vielleicht auch gerne noch gefährliches Spiel. Nee, das war Sultans Quest Kabarett. Mit Hilfe des Hexers konnte ich mein Luftschloss in einem Himmel auf Erden verwandeln. Ich eröffnete mein Kabarett und nannte es das Chamäleon. Ach, dieser Stolz in Priscillas Augen, als unsere fleißigen Zwergenhandwerker das mit Reptilien verzierte Schild über der Tür anbrachten. Welch eine Tragödie, dass sich die späteren Ereignisse nicht ganz so entwickelten, wie wir es uns erhofft hatten. Endlich war ich frei, und mir hatte der Nektar der Freiheit so süß geschmeckt. Wieder falsch angeordnet hier, die Textbausteine. Wir sind Stufe 18, Leute. Beinahe hätte ich das übersehen. Herrlich. Ach nein, waren wir schon beim letzten Mal, ne? Nee, ja. Ich bin etwas verwirrt. Tut mir leid. Auf jeden Fall, Angriffskraft um 33% gesteigert. Das zahlt sich doch direkt aus. Ja, wir brauchen noch ein paar Punkte bis zum nächsten Stufenaufstieg. Sollten wir schaffen. 20 brauchen wir, das heißt 6 brauchen wir noch irgendwie. Ne? Hier investieren wir noch 4 und dann vielleicht noch 2 hier drüben in die Entschlossenheit. Mal gucken. Da lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, oder wir investieren ein paar Punkte in vernichtende Hiebe. Ja, wir benutzen die nie. Ja, auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, und dann machen wir hier weiter. Vielleicht gucken wir uns noch mal kurz in der Leichenhalle um, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Macht's gut und bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao.